Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für einen Rückblick auf das ereignisreiche und performancemäßig erfreuliche Anlagejahr 2024 und eine Vorschau auf das kommende Jahr. Dr. Anja Hochberg, Leiterin Multi-Asset Solutions im Asset Management der Zürcher Kantonalbank, weiß, welche Entwicklungen das Jahr 2025 prägen dürften und welche Implikationen sich daraus für die Portfoliozusammensetzung ergeben. Anja, kein Ausblick ohne Rückblick. Was zeichnete das Anlagejahr 2024 aus? Wir dürfen in der Tat auf ein ereignisreiches, aber auch überdurchschnittliches Finanzmarktjahr zurückblicken. In Performance übersetzt heißt das, für ein gemischtes Portfolio stand Anfang Dezember und den Schweizer Franken eine Rendite von rund 12%. Überdurchschnittliche Erträge konnten dabei Gold und auch globale Aktien erzielen, während festverzinsliche Anleihen zum Beispiel wie Staatsanleihen oder aber Unternehmensanleihen in Schweizer Franken nur 0% rentierten. Unser Übergewicht in Aktien und Gold auf Kosten von festverzinslichen hat sich also für unsere Kunden ausgezahlt. Bei den Schweizer Obligationen hätten wir ein bisschen offensiver sein können. Wo schließt denn das neue Jahr mehr oder weniger nahtlos an und wo konntest du neue Trends identifizieren? Das konstruktive ökonomische Umfeld, das wir bereits in diesem Jahr beobachten konnten, dürfte sich auch nächstes Jahr fortsetzen. Insbesondere in den USA sehen wir einen robusten Konsum und eine rege Investitionstätigkeit. Auch in der Schweiz erwarten wir ein konstruktives Umfeld. Die USA haben sich mittlerweile zum Haupthandelspartner der Schweiz gemausert und auch in der Schweiz gilt der Konsum als eine Wachstumsstütze. Europa hingegen leidet noch unter hausgemachten Problemen. Insbesondere in Deutschland beobachten wir eine Konsumflaute und auch eine regelrechte Investitionsabstinenz. Die moderaten Inflationsraten werden aber den Notenbanken weiter erlauben, die Zinsen zu senken. Allerdings wird für die Aktien die Performance-Latte dank der hohen Bewertungen relativ hoch sein, insbesondere bei US Large Caps im IT-Bereich. Wir haben deshalb drei Trends identifiziert für das Jahr 2025. Erstens dürften die Erträge wohl moderater ausfallen, insbesondere bei traditionellen Anlageklassen. Zweitens dürfte sich die Zinsstruktur weiter normalisieren. Und drittens erwarten wir eine größere Marktbreite, weil eben diese US Large Caps im IT-Bereich nicht mehr den größten Performanceanteil leisten dürften. Eure drei Main Beliefs, ich wiederhole sie: moderatere Erträge, Normalisierung der Zinskurve und drittens eine größere Marktbreite. Wie setzt ihr das in euren Portfolios um? Also ganz konkret empfehlen wir eine Auffächerung des Portfolios über das Kernportfolio hinaus. Im festverzinslichen Bereich heißt das eine Beimischung zum Beispiel von Kokos, von Corporate Hybrid Solution oder aber von Schwellenländeranleihen. In der Schweiz, wo wir schon fast wieder bei Nullzinsen sind, sollte man Liquidität in Geldmarktfonds halten. Auf der Aktienseite setzen wir ganz klar auf Themeninvestments, zum Beispiel Digital Economy, Healthy Longevity oder aber auch Circular Economy. Diese Themen nehmen bereits bestehende Trends auf, investieren aber sektor- und regionenübergreifend. Im alternativen Teil setzen wir neben Immobilien auf Rohstoffe und Gold und zunehmend aber auch auf Private Equity. Wo es Chancen gibt, lauern auch Risiken, namentlich geopolitischer Natur. Was müssen Anlegerinnen und Anleger auf dem Radar haben und wie können sie sich schützen? Die vergangenen Jahre haben klar gezeigt, dass Nicht-Investieren das größte Risiko war. Aber mit Bezug auf die Geopolitik. Man sagt ja, dass politische Börsen eher kurze Beine haben. Das heißt, nach einem Initialschock man sich schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau einpendelt. Und in der Tat ist das auch so. Allerdings, wenn dieser Schock die Möglichkeit birgt, dass sich makroökonomisch einiges verschiebt, dann gilt es, das auch in der strategischen Allokation mit einfließen zu lassen. Wir empfehlen daher eine Beimischung von Rohstoffen, von Gold, einen stabilisierenden Obligationenanteil und ganz wichtig auch einen Fokus auf den Heimmarkt Schweiz, weil der gilt als sicherer Hafen. Kurzes Schlusswort: Wie wird das Anlagejahr 2025? Das Anlagejahr 2025 dürfte wieder ein sehr herausforderndes werden, das auch einige Überraschungen für uns noch bereithalten wird. Es gilt deshalb umso mehr, sich strategisch gut aufzustellen und taktisch agil zu bleiben. Die sich vergrößernde Marktbreite wird darüber hinaus auch aktiven Investoren wieder einige Möglichkeiten geben. Anja, vielen Dank für deine Erläuterungen. Weitere Informationen und Analysen zu den Finanzmärkten finden Sie auf unserem Insights-Blog und gerne können Sie auch unseren Insights-Newsletter abonnieren. Und wie immer gilt: Bleiben Sie ausgewogen.